Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier. Und zwar die Themen, die wir frisch gepresst haben, sind natürlich Donald Trump, der neue Präsident Nummer 45 und 47 ist er. Und er hat jetzt 4 Jahre vor sich, nachdem er gestern gestartet ist. Oder 5 Jahre? Ich weiß gar nicht. Schreibt es unten rein. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ihr natürlich dort auch einige Themen habt, die sich vielleicht ändern unter dem neuen Präsidenten. Donald J. Trump ist sogar, ne? Ist ein J in der Mitte. Hat ja gestern viele Sachen unterschrieben. Dann haben wir aus dem Hause Boeing wieder ein F-Up. Ich gucke da wieder in die Runde. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Da gibt es wohl ein Steuerungsproblem bei den 777F und gerade bei der Landung gibt es ein Problem. Weiter haben wir dann ein Thema, wo wir die Freunde von United diesmal in Schutz nehmen müssen, weil es war Delta. Und die sind in den SpaceX-Start-Korridor geflogen. Müssen wir gucken, wen müssen wir beschuldigen? Müssen wir wirklich Delta beschuldigen oder sind es andere? Wir haben dann nochmal ein Thema Hotels. Hotels wollen mehr Öko werden und deshalb die Wasserflaschen verbannen. Gucken wir uns thematisch an. Und das letzte Thema, was wir heute haben für euch, ist Merit. Die erlauben nicht mehr Mixed Reservations mit Points and Cash. Heißt also, da müssen wir auch mal gucken, was da für eine Phase ist. Gut, die Themen, die wir für euch haben, habe ich euch vorgestellt. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Viele von euch schauen den Kanal ohne zu abonnieren. Schaut auch, ob ihr die Glocke anhabt und schaut auch vielleicht, dass ihr vielleicht die Frage des Tages beantwortet unten. Und wir haben dann natürlich noch mal eine Frage des Tages, die wir separat behandeln vielleicht. Vielleicht kommt wieder eine, die dort eingestreut wird. Also passt auf. Und ansonsten natürlich Kanalmitgliedschaft. Und ich muss noch mal auf den neuen Kanal US-Kreditkarten-Talk hinweisen. Da gibt es dann auch alle Neuigkeiten. Und den Plan nach sollte es morgen wieder eine Sendung geben. Und jetzt aber los, oder? Das erste Thema, was wir haben, ist Donald J. Trump. Der Kollege wirft halt Schatten voraus und ein Schatten ist, dass er den Verantwortlichen für die TSA, also für die Security in den Flughäfen rausgeschmissen hat. Ja, warum? Ja, weil er unzufrieden war, weil dieser sich dafür eingesetzt hat, dass unter anderem die Löhne und Gehälter gestiegen sind, was ich persönlich nicht schlecht finde, dass die Leute nicht an der Armutsgrenze sind. Und es hat ja auch geholfen, dass die Leute nicht, wie sollen wir es sagen, abwesend waren. Heißt also, dass man dort Leute gefunden hat, die Security gemacht haben, weil man hat ja nach Covid die Leute dort händeringend gesucht und mehr Geld ist halt die Möglichkeit. Weiter ist es so, dass der 47. Präsident eventuell auch wieder einer Geschichte zustimmt und zwar dem Northeast Alliance, das ist American Airlines und JetBlue. Das war ja, als JetBlue die Spirit übernehmen wollte, ein Thema. Spirit selber chronisch blank ist dann auch wieder das nächste Thema. Die werden vielleicht mit Frontier zusammengehen. Das sollte auch mal sein, dass dort ein Merger kommt. Und für alle, die Kreditkarten und andere Themen mögen, die werden vielleicht feststellen, und das ist vielleicht für den Kreditkarten-Talk ein interessantes Thema, Capital One übernimmt Discover. Jo, das wird so vielleicht sein. Da müssen wir mal gucken, was da passiert. Auch ein Thema, was ist immer Passagierrechte. Und die beiden Administrationen in Form von Buttigieg hatte ja die Kompensation für uns verbessern und wollte auch noch andere Themen angehen, die uns mehr Rechte als Verbraucher geben. Ich schätze mal, dass beim Kollegen Trump da nicht so viel zu holen ist. Der hat da nicht wirklich viel Liebe für uns als Endverbraucher, weil er es auch nicht als Problem sieht. Also können wir da mal schauen, was ihr vielleicht als Themen seht, die unter Trump anders werden. Und die erste Frage des Tages ist, was ändert sich aus eurer Sicht unter dem 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald J. Trump im Thema Reisen und beim Thema Aviation? Also da könnt ihr unten euch austoben, bleibt politisch clean, egal ob ihr für ihn, gegen ihn oder er euch egal seid. Es geht sich wirklich hier nur um Themen der Aviation und nicht um irgendwas anderes. Also da vielleicht
ein Aufruf für alle. Füße stillhalten, konzentriert euch auf die Themen, die wir hier besprechen in dem Kanal, auf dem Kanal. Wir haben dann wieder etwas aus dem Themenbereich der lustigen Boeing F-Ups. Und da ist es so, dass Boeing natürlich ein paar F-Ups wie immer macht. Und jetzt ist es so, dass es die 777F getroffen hat. Und die 777F hat es in dem Fall so getroffen, dass man sagen muss, dass die 777F bei der Landung ein Problem hat. Und zwar ist es so, die 777S hakelt die Steuerung. Crews von Lufthansa Cargo, aber auch der Aerologic haben gesagt, dass es dort Aussetzer gibt, gerade bei der Landung. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und jetzt kommt es so, dass man bei Cargo so geantwortet hat. Uns ist bekannt, dass es bei wenigen Einzelfällen der weltweiten B777F-Flotte zu Auffälligkeiten im mechanischen Ersatzsystem der Steuerung kommen kann. Das Hauptsystem ist dabei nicht betroffen. Dabei handelt es sich nicht um eine blockierende, sondern um eine vom Piloten als schwergängig empfundene Steuerung. Betroffene Flugzeuge bleiben laut Lufthansa Cargo dabei uneingeschränkt manövrierfähig. Wir befinden uns hierzu im konstruktiven Austausch mit anderen Betreibern sowie mit dem Hersteller bezüglich der technischen Hintergründe. Und das ist doch mal ermutigend. Man kann natürlich die hakelige Steuerung überbrücken und so weiter und so fort. Und man hat auch ein gängiges Verfahren dafür. Es gibt eine Procedure, wie immer in der Aviation. Und da muss man halt wirklich gucken, was es ist. Und es betrifft auch nur Flugzeuge, die nach dem 2020 ausgeliefert worden sind. Und also ich bin mal gespannt, dass dort natürlich eine Lösung kommt. Also ihr seht, auch bei den alteingesessenen Flugzeugen, die auch gar nicht mehr produziert werden, gibt es immer wieder mal Themen. Also nur so als Hinweis. Aber bei Passagiermaschinen ist mir aber nichts bekannt. Wenn ihr da etwas habt, was euch bekannt sein sollte, dann solltet ihr antworten, und zwar in der Kommentarspalte. Wir gehen auf die SpaceX-Geschichte. Ich bin ja ein großer Freund von SpaceX. Ich habe meine eigene Schüssel, die ja dafür sorgt, dass ich online gehen kann, egal wo ich bin. Und jetzt sollte eine Falcon 9, die nur 11 Sekunden vor dem Start einen Abbruch hatte, also das heißt, der Start ist dann nicht durchgeführt worden, Gott sei Dank, hatte einen Rekordversuch im Anführungsstrichen, und zwar 27 Generation 2, also die neueste Generation der Satelliten für Starlink an Bord, aber die konnten das nicht machen, weil ein Flieger der Delta, und zwar eine 767 von Delta, die von Los Angeles International nach Honolulu unterwegs war, in den gesperrten Luftraum eingeflogen ist. Und die Maschine ist um 7:15 Uhr morgens mit 216 Passagieren an der kalifornischen Küstenlinie entlang geflogen, bevor sie nach Westen abgedreht ist, und ist dann über der Vandenberg Space Force Base, das ist eine Space Force, ne? Nicht Air Force, Space Force, vorbeigekachelt in dem gesperrten Luftraum und dumm gelaufen. Das hat dazu gereicht, dass der Start abgebrochen worden ist. Wer sich das Original anhören möchte, kann das machen. Und da ist es Folgendes passiert. Und zwar hat er dann gesagt, bei dem Broadcasting, wo dann der Countdown ist, hold, hold, hold. Und dann ging es weiter nach ein paar Minuten, Sekunden, held for a possible aircraft in the airspace. So, und das ist halt das Problem, das ist das, was passiert ist. Die Falcon 9 Rakete ist übrigens eine Rakete, die relativ cool ist, weil die schon, ich glaube, 7-mal benutzt worden ist oder sowas. Also da hat unser Elon eine richtig coole Sache gemacht. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie kann das sein, dass die in einen Luftraum eingeflogen sind, der gesperrt ist, also der dann oben, wenn man halt wirklich fliegt, dann über Santa Monica und so weiter und dann Linkskurve geht hinter, wie hieß es nochmal, Santa Barbara, an der Küste entlang. Und diese TFA ist halt etwas, die man natürlich in seinem NOTAM, Notice to Airman oder to Air Mission, wie das ja jetzt korrekt heißen müsste, steht es ja drin. Aber wenn der Controller dir sagt, turn left, turn right or go heading, bla 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 und so weiter und so fort,
dann machst du das. Dann fangst du auch nicht großartig an zu fragen. Natürlich hätten die Piloten sagen können, da ist eine TFR active, please confirm oder sowas. Is it active? Ich selber habe in meiner Flugzeit, bin ich öfters geflogen, da ist zum Beispiel über Munster zwischen Hannover und Hamburg eine TFA, die halt nur temporäre Flight Restriction, das ist übrigens die Abkürzung, aktiv ist. Und wenn die Bundeswehr da gespielt hat zum Beispiel, dann durfte man nicht durchfliegen. Und deshalb hast du dann gefragt, zum Beispiel entweder beim Controller oder dann halt bei der Bundeswehr, auf der Bundeswehrfrequenz, ob die aktiv ist oder wenn die aktiv ist, kannst du auch vielleicht durchfahren, mit durchfliegen, mit Genehmigung, aber im Regelfall eigentlich nicht, weil die sind gesperrt aus einem Grund. So, naja, und auf jeden Fall ist das dann das Thema, beide schuld, Controller schuld und Delta schuld. Also das heißt, wir können beide schlagen. Ich weiß ja, dass wir einige aktive Piloten haben, die ja bei uns zuschauen. Ihr könnt ja unten auch eure Einschätzung schreiben, ob ihr sagt, also ich werde auch, wenn er zu mir gesagt hätte, geh auf 270 Left Turn, dann hättest du auch 270 Heading gemacht. Also würde ich jetzt so sagen, spontan, oder? Gut, bevor wir wieder zu viel fachsimpeln, gehen wir wieder auf ein Aufregerthema. Das Aufregerthema, was ich habe, ist Hotels mit ihren Wasserflaschen. Einmal bin ich ja kein Trinker von Mineralwasser, sondern von Tafel- oder stillem Wasser, wie es eigentlich heißt, sondern von Mineralwasser. Deshalb habe ich auch einen Sprudler, mache meinen eigenen Soda-Stream und so weiter und so fort, wie das Ding heißt, beziehungsweise ich habe einen Arke, weil ich es designmäßiger schöner finde. Und da ist es so, dass die Hotels ja stilles Wasser geben. Teilweise mittlerweile irgendwelches Wasser, was sogar speziell für die Hotels abgefüllt worden ist, billig mit einem Label drauf, Werbung und so weiter. Teure machen ja auch Fidschi-Wasser, was ich komplett Quatsch finde. Aber es ist halt so, gerade in einigen Ländern kann man das Wasser nicht trinken. Wir sind in Deutschland ja relativ blessed, dass man das Wasser trinken kann. Oder wir sind in Estland, in Finnland oder aber in ganz Europa blessed, dass wir halt ordentliches Wasser haben, wo man halt nicht irgendwelche Magenprobleme bekommt, wenn man es trinkt oder Montezumas Rache fürchten muss. Aber es gibt halt Länder oder auch in den USA, muss man ehrlicherweise sagen, ist das Wasser nicht so bekömmlich, weil da sehr viel Chlor drin ist zum Beispiel. Da kriegt man zwar keine Montezumas Rache, aber geschmacklich ist das halt Schwimmbad. Und dann ist man ganz froh, dass man selbst beim Zähneputzen eine Wasserflasche hat. Und jetzt haben einige Hotels das so gemacht, dass sie sagen, nee, wollen wir nicht. Also das heißt, man möchte da jetzt einfach sagen, machen wir nicht mehr mit den Wasserflaschen. Einige Hotels, die mich mögen, die geben mir übrigens Mineralwasserflaschen. Die haben draufstehen, Lars trinkt kein stilles Wasser. Dann bekomme ich Sparkling Water. Also da gibt es was. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wenn man das jetzt durch Hydration Stations oder durch Wasserstationen ändert, finde ich das auch nicht ganz so prickelnd. Warum? Weil die nehmen ganz normales Wasser und die filtern das dann irgendwie durch 128 Filter. Und dann ist das halt optimaler, aber trotzdem, du hast es halt nicht auf dem Zimmer, wenn du die Zähne putzen willst. Du musst halt dann auch eine Flasche mitbringen. Ich reise mit Flaschen, ja, habe ich. Aber trotzdem ist es halt wirklich so, dass diese Complimentary Bottles natürlich toll sind. Und ja, Wasserflaschen haben einen Einfluss auf die Umwelt und die sind auch schlecht. Deshalb bin ich auch kein Freund von Plastikflaschen. Ich bin auch kein Freund von den Flaschen, die dann da ausgegeben werden. Ganz klar. Aber je nachdem, wo man ist und man hat seine eigene Flasche zum Beispiel vergessen, dann freut man sich auf die Flasche. Und deshalb mit euch nochmal die kurze Diskussion. Ist das jetzt Sustainability, also Nachhaltigkeit, wenn die Leute diese Wasserflaschen ersetzen oder wegfallen lassen, oder ist das eher wieder nur eine Kostenersparnis? Und wie steht ihr generell zu dem Wasser, was dort angeboten wird? Mich teilweise grauselt's. Ich zum Beispiel gehe auch, selbst in Estland gehe ich Wasser kaufen im Supermarkt, Mineral, weil es mir einfach besser schmeckt als das, was sie mir bieten. Aber grundsätzlich ja, ich hole auch in Deutschland dann aber lokales Wasser. Das heißt also, wenn ich in Deutschland bin, dann hole ich mir irgendwas wie Gerolsteiner. In den USA verkaufen sie auch Gerolsteiner für einen Schweinepreis, 0,7 Liter oder was es ist, für 3 oder 4 oder 5 Dollar. Also das ist ja unglaublich. Das finde ich Banane. Muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, Calistoga hat gutes Wasser in Kalifornien zum Beispiel, hat einen Geyser. Aber ihr, bevor ich mich hier wieder verrenne im Thema, könnt ihr gerne dazu schreiben, was ihr davon haltet. Euer Thema
eure Frage des Tages Nummer 2. Wir gehen auf das Thema Marriott. Marriott natürlich eine Marke, die ich semi-mag oder auch nicht mag, ich weiß es nicht. Ich will da jetzt nicht zu sagen. Ist es so, dass man vorher auf der Webseite seine Reisen mit Points and Cash customizen konnte. Ja gut, diese Points and Cash ist natürlich nicht immer vorteilhaft, aber wenn man halt nur ein paar Meilen hat, direkt weg und dann verfallen die halt nicht. Aber es ist halt so, dass man jetzt da zwar während dem Award-Booking-Prozess das machen kann, und dann ist das wirklich so, dass man aber dann, du bekommst keine Punkte. Also auf den Umsatz, den du machst. Heißt also, dass man natürlich jetzt nicht den Customer Service anrufen möchte, aber man muss das jetzt machen, um das wieder zu bekommen, weil es nicht geht. Und ich denke mal, dass Marriott jetzt nicht wirklich möchte, dass die Kunden dort anrufen, wegen so einer durstigen Cash-and-Points-Buchung. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Also wenn man zum Beispiel Award und Paid Nights kombinieren möchte, weil das ging ja und das geht jetzt nicht mehr. Also insofern ist das natürlich so, dass man jetzt auf den alten Klassiker, wenn man nicht anrufen möchte, zurückgreifen muss, getrennt buchen und dann im Hotel anrufen und sagen, kannst du die Buchung mergen? Oder wenn man dann ankommt und sagt, ja, ihr könnt das zusammenführen. Also hier wieder eine Serviceverschlechterung. Ich hoffe, dass das nur eine kurzzeitige Einschränkung ist, aber für die einen oder anderen, dem die Funktion fehlte, und nochmal danke für den Hinweis, könnt ihr ja genauso wie der Teilnehmer und Zuschauer das hier mitgeteilt hatte, über die Telefonnummer mitteilen, wenn ihr sowas habt, und WhatsApp-Nachrichten schicken. Ansonsten danke ich euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder die Frage des Tages zu beantworten. Kanalmitgliedschaft natürlich auch. Aber die Fragen des Tages waren logischerweise, was ändert sich aus eurer Sicht durch den 47. Präsidenten Donald J. Trump beim Thema Reisen und Aviation in den USA? Und sind Wasserflaschen, wenn sie aus dem Hotelzimmer verschwinden, für Umweltschutz oder ist das nur einfach Geld sparen und ist das einfach nur ein Service, den ihr eigentlich gar nicht genutzt habt? Also da nochmal von euch die Meinung schreiben, was das ist das Penny Crunching und was haltet ihr überhaupt von den Wasserflaschen auf dem Zimmer? Kommentiert unten. Bis morgen in alter Frische. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, dass ihr heute dabei wart. Jetzt kann ich mich wieder ordentlich hinsetzen. Also bis dann. Ciao. Jetzt bin ich auch raus.